Wunderschönen guten Morgen hier aus Anno Durain. Endlich fertig mit Garage Talk und Schnickschnack und irgendwelchen langweiligen Mechaniker-Dingerli, die ich nicht grosse Ahnung habe. Wie ich gesagt habe, wir sind heute in Anno Durain mit Max Racing. Erster Trackday vom Jahr. Zeit, dass wir mal ein bisschen Wärme bekommen. Vom Rhythmus her, wieder ein bisschen spüren, wie es tut. Ganz speziell heute ist, wir fahren zuerst mal den Langloop. Also ich bin noch nie den Langloop gefahren in meiner ganzen Anno Durain-Karriere. Aber ja, gehen wir schauen. Wir sind voll in der Mittagszeit drin. Morgen stören. Ich habe total leider nur 2 Turns machen. Overall gesehen 13 Runden. Im zweiten Turn hat es leider rote Flagge gegeben. Bei uns bin ich nicht mehr nochmal drauf. Es hat sich auch nicht mehr rendiert. Aber overall muss ich sagen, sehr zufrieden mit dem TÜV. Funktioniert gut. Tank, Bremse, passt sehr gut. Nochmal merci Fippo, merci Ursu für das, was er da wieder hergezaubert hat. Wirklich top. Ich bin jetzt morgen fangs 37,6 gefahren. Das Ziel wäre natürlich schon noch ein bisschen zügiger, sage jetzt mal irgendwo Richtung 35, 34 sicher. Und dann schauen wir, was hergeht. Aber das Wetter ist nach wie vor top. Darum würde ich sagen, wir konzentrieren oder freuen uns auf die 4 Turns, die noch am Nachmittag sind. Und schauen, was uns der Tag noch bringt, in diesem Sinne. Was auch noch geil ist, POV-Action in 3, 2, 1.
Das hier ist das provisorische Anodura-Setup. Ein kleines Zelt, Aufbocker, die Uhr und dann das Helm-Setup, ganz nice. Und dann meine Box mit Tisch, Stuhl. Ja, voilà. Skala 1 bis 10. 7 von 10. Okay. Into the fold, blooming flowers, as much as I can hold. I'm gone away. I'm gone away. I'm gone away. And the sun gonna shine on a brand new day for me. A brand new day for love. Brand new day for me. Brand new day for love. Yeah, I'm motivated. So schnell war der Tag eben leider ein bisschen durch gewesen, darum habe ich ein Learning erzielt. Und zwar, es war sehr schwierig gewesen, für genug Content zu filmen. Ich muss ehrlich sein, ein Tag ist sehr sportlich, vor allem der erste Tag mit der riesen Vorfreude. Nach fast einem halben Jahr wieder auf dem TÜV bin ich nicht so dazu gekommen, so zu filmen, wie ich eigentlich mir mal in dem Kopf vorgestellt habe. Darum mache ich jetzt den Abspann hier in der Box. Wir sind schon wieder zurück. Ihr seht hier, der TÜV steht, noch unputzt, muss dann noch putzen. Die Boxen sind auch noch unverräumt, aber ich denke, der heutige Anlass passt eigentlich ganz gut, dass ich das hier noch abschließen kann. Mit Aufräumen und etwas ganz Schönes einräumen. Kommen wir dazu. Etwas ganz Schönes. Und zwar die neue Hingerrädli für die Mehrheit von diesem Jahr. Warum sage ich die Mehrheit von diesem Jahr? Das sind eigentlich die News, die ich noch hätte kundtun. Letzten Dienstag, das Anodura. Als ich ursprünglich mal eingekauft habe, geplant habe ich für 3 Events geplant. Anodura, 1 Tag, 4 Tage Brünn und 3 Tage Mugello. Und genau diese 7 Reifen sind genau für die Events geplant. Wenn es jetzt noch neu dazukommt, ist eben die Überraschung, die ich in der Beschreibung vom letzten Video drin habe oder angekündigt habe. Ich werde vor Mugello noch 3 Tage auf Misano gehen. Das heisst, ich werde noch ein paar Reifen mehr brauchen. Aber ja, ich werde Ende August noch mal mit Bikers Days auf Misano gehen, ins Land von R46. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir packen mal aus. Voilà! Da haben wir sie.
Eben, wie gesagt, 7 Stück. 7 Stück Dunlop, 4 mal MS2 und 3 mal MS3. Sicher jeder und Vorderrädchen. Ja, 3 Stück MS2 fehlen mir noch. Die werden noch geliefert. Die kommen ja noch hier ins Gestell rein und das wären dann eigentlich mal die erste Tranche, sage ich jetzt mal, komplett. Ihr seht, das Vorderrädchen ist abgedeckt. Warum es abdeckt? Das ist, weil wir es noch weiter brauchen. In Brünn sicher 2 Tage wird es noch möglich sein, weil wir haben ganz eher frische Temperaturen in Anno. Darum hat so das Vorderrädchen nicht so geschlissen, wie wenn es wärmer wäre. Das heisst, da kann ich sicher noch 2 Tage fahren. Darum decke ich auch ab, dass es ein bisschen geschützt ist. Einerseits vom Licht und auch temperaturmässig jetzt konstanter kann unterwegs sein in dieser Garage, bis er im Juli wieder gebraucht wird. Das ist das. Und dann muss ich zum anderen hier noch den TÜV wieder putzen, dass er glänzt. Und das wären so die Sachen, die ich dann das Putzen und alles im nächsten Video wieder machen. Und darum nochmal, jetzt ein sauberer Abspann. Sorry für das kurze Video. Verspreche euch, in Brünn von 4 Tagen gibt es ein besseres Video auch mit den ganzen Behind-the-Scenes-Sachen. Aber auf jeden Fall merci für alle, die hier zugeschaut haben. Klassiker, muss auch damit anfangen. Muss man noch daran gewöhnen. Einerseits, mein Learning, muss man daran gewöhnen, auch zum einfach die Kamera vor das Gesicht haben und filmen und reden. Und B, wie gesagt, muss auch noch drin kommen, dass ich so wie die sofort erkennen, wenn gute Szenen entstehen. Aber auf jeden Fall, merci vielmals fürs Zuschauen. Lasst euch ein Like da, ein Follow oder einen Kommentar, wenn dir irgendetwas aufgefallen ist oder eine Frage hast oder was auch immer. Und ich würde sagen, mit diesen Worten sehen wir uns im nächsten Video. Peace.